Man sagt oft, Bitcoin ist wie Gold, aber dabei fehlt etwas Wichtiges. Bitcoin ist wie Gold für das Volk. In der aktuellen Zeit zeigt sich dieser wahre Wert von Kryptos und die Hoffnung, die viele in Kryptowährungen setzen. Dabei geht es nicht um Gesetzlosigkeit, sondern das Recht der Bevölkerung, das Recht des Einzelnen auf sein Vermögen. Lasst uns einen kurzen Ausflug in die nahe Geschichte machen. Zuerst muss ich aber einen kurzen Disclaimer machen. Dieses Video ist keine Finanzberatung oder Empfehlung. Außerdem geht es mir in diesem Video nicht um Politik oder richtig und falsch, sondern darum, die Möglichkeiten von Kryptotechnologie aufzuzeigen, sowie die Hoffnung, die viele Menschen in Kryptos setzen. Dieses Video besteht aus 3 Teilen. Zuerst machen wir einen kurzen Ausflug nach Kanada und schauen, was dort genau passiert ist. Dann schauen wir uns historisch an, warum Gold eigentlich so wichtig ist und warum man Kryptos immer mit Gold vergleicht. Und dann gehen wir darauf ein, warum Krypto nun tatsächlich das Gold fürs Volk sein soll. Zuerst ein kurzer Ausflug nach Kanada. Was ist dort passiert? Trucker haben die Stadt Ottawa besetzt in dem sogenannten Freedom Convoy. Viele Menschen wollten diese Trucker und ihr Anliegen finanziell unterstützen. Ich beurteile jetzt nicht, ob das Anliegen richtig oder falsch ist, sondern mir geht es darum, welche Rolle Kryptos dabei gespielt haben. In einem Rechtsstaat müssen sich Bürger und Regierung an das Gesetz halten. Jeder muss sich auf seine Rechte verlassen können. Sie müssen den rechtlichen Prozessen folgen, sich an Entscheide eines Gerichts halten oder solche Entscheide herbeiführen. Nichts davon ist in diesem Beispiel passiert. Stattdessen haben sich hier zentrale Finanzdienstleister, Banken und Spendenplattformen in den Dienst der Regierung gestellt. Sie haben Vermögenswerte der Demonstranten und der Unterstützer eingefroren oder sogar beschlagnahmt, ohne ein Gerichtsverfahren, ohne ein gültiges Urteil. So eine Enteignung durch die Regierung ist sehr gefährlich und sollte nicht normalisiert werden. Danach versuchte man von Seiten der Demonstranten auf Kryptowährung auszuweichen, also dezentrale Finanzierung. Auch hier hat die kanadische Regierung versucht, Wallets zu sperren. Das hat natürlich in der Krypto-Community für Empörung gesorgt. Es hat sich aber gezeigt, dass es hier deutlich schwieriger ist für die Regierung, sich einzumischen und den Zahlungsverkehr tatsächlich zu stoppen. Für das zweite Beispiel müssen wir verstehen, wieso Gold eigentlich so besonders ist. Was ist eigentlich Gold? Wieso wird bei Krypto immer mit Gold verglichen? Es ist nämlich nicht nur, dass Gold limitiert ist in der Menge, sondern Gold hat eine weitere Eigenschaft, die sehr wichtig ist. Gold wird nämlich immer akzeptiert als Zahlungsmittel. Gold hat einen eigenen Wert. Man kann es schmelzen, man kann Münzen machen, man kann damit immer bezahlen und es wird immer akzeptiert werden. Es behält seinen Wert und das sogar generationsübergreifend. Das heißt aber nicht, dass es immer gleich teuer ist. Aber das ist der Grund, wieso Könige, Despoten, Diktatoren immer Gold angehäuft haben. Sie haben dafür sogar die Mühen auf sich genommen, Goldkisten mit Goldmünzen um die ganze Welt zu transportieren und nicht Bargeld. Mit Gold sind sie nämlich unabhängig davon, ob ihre Papierwährung, ihr Papiergeld von anderen akzeptiert wird. Wie gesagt, Goldmünzen werden immer akzeptiert werden. Bargeld kann man einfach ablehnen. Wenn man Gold einschmelzt, dann wird auch die Kontrolle über die Wege, die Gold zurückgelegt hat, deutlich schwieriger. Die Freiheit damit größer. Das Problem von Gold ist, es ist schwer zu transportieren. Oder möchtest du mit einem Goldbarren in der Hosentasche rumlaufen? Blicken wir ganz kurz nach Russland und was dort gerade passiert. Über zentrale Einheiten werden die Vermögen der Mächtigen gesperrt und der Zahlungsverkehr erschwert. Mit Gold ist das deutlich schwieriger als mit Papiergeld. Darum haben die Könige immer Gold diesen besonderen Status und besonderen Wert beigemessen. Auch Krypto verschafft hier mehr Möglichkeiten. Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, aber das dient ja dann nur den Mächtigen. Falsch! Krypto ist fürs Volk. Die Reichen können sowieso Gold und Vermögenswerte horten und sich so ihren Reichtum generationsübergreifend bewahren. Sie können sogar Gold verschieben, was sehr teuer ist, wie früher, als Handelsschiffe mit Kisten von Goldmünzen rumgefahren sind. Für die einfachen Bürger ist das deutlich schwieriger, Gold zu transportieren. Damit kommen wir zum dritten Beispiel, das damit zusammenhängt. Was passiert aktuell in der Ukraine? Hast du die Menschenschlangen gesehen, die sich da vor den Bankautomaten gebildet haben? Die Leute versuchen verzweifelt an ihr Bargeld zu kommen, bevor sie flüchten.
Vielleicht weißt du auch, dass das Geld auf der Bank gar nicht durch tatsächliches Geld gedeckt ist, sondern von den Banken mehrfach verliehen wird. Wenn also alle gleichzeitig ihr Bargeld abholen wollen, dann kann die Bank dadurch kollabieren, weil sie gar nicht alle gleichzeitig auszahlen kann. Es kann ein Bankencrash erfolgen. Das Risiko besteht also, wenn viele Leute ihr Bargeld wollen, um es auf die Flucht mitzunehmen, dass dieses Geld gar nichts mehr wert ist oder im Fluchtland, wo sie hingehen, gar nicht mehr akzeptiert wird. Sie können ihr gespartes Vermögen gar nicht transportieren, gar nicht sichern, haben darauf gar keinen Zugriff, weil letztendlich das Papiergeld immer dem Staat gehört. Und genau hier haben die Menschen nun zum ersten Mal in der Geschichte die Möglichkeit, ihr gespartes Vermögen mitzunehmen, einfacher zu transportieren, nämlich dank Kryptowährungen. Niemand hat auf dein angespartes Vermögen Zugriff, wenn du nicht einen Fehler machst, deine Schlüssel teilst oder Zugriff auf deine Wallet gibst. Du musst es nicht mal physisch transportieren, sondern kannst, wenn du sehr mutig bist, den Schlüssel auch einfach in deinem Gedächtnis speichern für deine Wallet und so dein ganzes Vermögen mitnehmen. Diese Möglichkeit wird nun für alle Menschen geschaffen, zum Beispiel durch Bitcoins. Gold ist da schon deutlich schwieriger zu transportieren und beispielsweise über eine Grenze zu bringen oder überhaupt sicher zu transportieren. Bei Krypto ist das möglich. Und ähnlich wie Gold hat Krypto überall auf der Welt einen Wert. Dafür ist es leichter nachvollziehbar, weil die Blockchain und alle Transaktionen öffentlich sind, während Gold eingeschmolzen werden kann und neue Münzen geprägt werden können. Trotzdem zeigt sich in diesem Beispiel hier nicht nur der Wert von Gold als generationsübergreifender Wertspeicher, sondern eben auch von Kryptowährungen, die akzeptiert und dezentral sind. Ich bin sehr gespannt, wie sich das in den nächsten 10 Jahren entwickelt. Wir haben hier mit Kryptowährungen eine sehr gute Möglichkeit geschaffen. Ob sich das durchsetzt wird, ob sie tatsächlich den Wert erhalten können, das muss sich erstmal zeigen. Aber zumindest kurzfristig hat sich schon gezeigt, dass Kryptowährungen eine Möglichkeit darstellen, seine eigenen persönlichen Ersparnisse einfacher zu transportieren und zu schützen. Wie gesagt, keine Finanzempfehlung, keine Beratung, informier dich selbst, entscheide dich immer selbst. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Ausflug in die Hoffnungen, die in Kryptowährung gesetzt werden, gefallen. Bitte abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du auch in Zukunft nichts verpasst und viel Spaß bei einem anderen von meinen Krypto-Videos.